Lasst uns doch mal über Piaget reden. Und damit hallihallo zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Ich möchte mit euch über Piaget reden und ich glaube, es ist Zeit, mal ein bisschen was über die Marke zu erzählen, ein bisschen was darüber zu erzählen, vor allem was gerade mit der Marke passiert, was ich davon halte. Ehrlich gesagt auch den Vergleich zu Cartier zu ziehen, das finde ich nämlich immer ein sehr schwieriges Thema aktuell. Aber auch so ein bisschen erzählen, was ich glaube, was die Marke in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren schaffen könnte. Fangen wir an. Es ist nämlich so, viele von euch werden es mitbekommen haben, seit einigen Monaten bewegt sich Piaget immer mehr in den Fokus der Sammler. Das ist schon nur in einer gewissen Bubble der Fall, das muss man so ehrlich sagen, aber es ist eben doch eine Bubble, in der ich mich auch bewege. Es ist nämlich die Bubble von Leuten, die sich auf Design, die sich auf Ästhetik bei Uhren berufen und fokussieren und die sich auch gerne mal weiter aus dem Fenster lehnen, was Design angeht. Und in genau diese Bubble ist Piaget jetzt reingekommen und zwar auf eine meiner Meinung nach nicht unnachvollziehbare Art und Weise, denn viele von euch werden es mitbekommen haben oder gehört haben oder wie auch immer. Es ist das 150-jährige Jubiläum von Piaget und in dem Atemzug wurde eben diese Uhr, die hier zu meiner Rechten liegt, neu aufgelegt und zwar die Piaget Polo. Was hat es mit der Piaget Polo auf sich? Ganz kurze Einführung. Die Polo wurde 1979 vorgestellt und war, wie kann man das nennen? Also der Gegenentwurf von Piaget ein bisschen natürlich zur Royal Oak, gleichzeitig aber auch ja, ein Gegenentwurf zu zum Beispiel so einem Modell wie der Or Massif, der vollgoldenen Cartier Santos. Und Piaget hat damals schon sehr stark den Zahn der Zeit getroffen mit diesem Modell, mit diesem ja, ausladenden, vollgoldenen Design und auch mit diesem etwas verrückten Design. Und hat dann damals tatsächlich auch damit geworben zu sagen, hey, wir bauen nur Vollgolduhren. Und in diesem Atemzug hat Piaget über die Polo hinaus einige wirklich bekannte, noch heute bekannte Designs gemacht, die sich eben langsam so rein in die Herzen der Sammler fuchsen. Und in dem Atemzug fällt regelmäßig ein Satz, der mich stört, der mich ehrlich gesagt stört, der mir auf die Nerven geht, weil ich ihn für falsch halte. Und zwar, Piaget sei das neue Cartier. Piaget ist the new Cartier, Piaget versus Cartier, wie du es halt immer hörst, gerade von den Amis. Und ich finde, das ist nicht nur populistisch, sondern ich finde, es ist auch falsch. Denn Cartier ist ob des horologischen Erbes, ob der Tradition, der Uhrmachertradition, der Tradition der Designs, der Langlebigkeit, eine ganz andere Nummer als Piaget. Also auch übrigens ob der Produktionszahlen. Cartier was there to stay und Cartier war immer da und wird immer da sein. Piaget betrachte ich, das muss man ganz ehrlich sein, als eine Momentaufnahme, eine kurze Momentaufnahme, in der Piaget mal so ein kurzes Aufblingen hatte, was aber auch ganz schnell, also der Stern ist ganz schnell wieder erloschen. Also man muss ja schon so ehrlich sagen, Piaget hat in den späten 70ern bis frühen 80ern bis in die Mitte, vielleicht späte 90er gute Uhren gebaut und danach ging es halt auch wieder bergab. Also wenn man sich die neue Polo anguckt, also jetzt nicht die ganz neue, die jetzt neu vorgestellt wurde, zu der komme ich gleich noch, sondern dieses neue Polo-Modell, dieses Integrated Bracelet-Ding, ist eine fürchterliche Uhr. Also ich habe selten gesehen, dass ein Modell mit einem Erbe einer Marke so gebutschert wurde, so zerstört wurde wie mit dieser Uhr. Und ich finde das bezeichnend dafür, was Piaget ist. Piaget ist eine Marke, die innerhalb einer gewissen Zeit, innerhalb einer oder zwei Dekaden, wie gesagt späte 70er, so bis in die Mitte der 90er rein, den Zahn der Zeit getroffen hat, das aber weder davor noch danach jemals wieder geschafft hat. Und deswegen finde ich diesen Vergleich, Piaget sei das neue Cartier, total falsch. Denn Piaget schafft es nur innerhalb einer bestimmten Bubble, innerhalb eines bestimmten Wirkungsbereichs eben zu agieren. Cartier schafft es darüber hinaus. Heißt aber nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass ich Piaget verdammen würde. Ich finde, in dem, was sie damals gemacht haben, Polo, Protokoll, Stone Dials, waren sie, das muss man so sagen, die Besten. Da waren sie die Besten und das hat ihnen auch keiner mehr nachgemacht. Und der Prestige, der mit einer Piaget herkam, natürlich auch diese Verkörperung des Quarzluxus, das ist schon was, das hat Piaget damals wirklich auf den Punkt gebracht.
Und deswegen ist es genau diese Zeit, auf die man sich bei Piaget berufen muss. Und genau diese Zeit ist es, aus der ich euch hier einige Uhren mitgebracht habe, die im Drop vergangene Woche am 17. Februar 2024 auch dabei waren. Wir haben Stone Dials, wir haben eine Polo, wir haben hier einen Onyx Dial in wunderschönem Zustand. Also Piaget war genau darin gut. Piaget war gar nicht unbedingt, hat nie versucht, Cartier als den King of Shapes anzugreifen, aber Piaget hat sich auch aus dem Fenster gelehnt. Piaget war kreativ, Piaget war weniger konservativ als Cartier. Man muss nämlich schon sagen, wenn man sich die Louis Cartier-Kollektion zum Beispiel anguckt, die Musts, finde ich, sind jetzt kein ganz so guter Vergleich, weil die preislich weit unter Piaget platziert waren. Dann muss man schon sagen, war Cartier immer die konservativere Variante, gar nicht unbedingt in den Shapes, aber klar mit diesem römischen, also White Dial mit römischen Indizes und so, das ist schon ein ganzes Stück konservativer als jetzt hier so eine Piaget Mediale oder Tiger Eye Dial. Das ist klar. Also Piaget hat sich weiter aus dem Fenster gelehnt, mit einigen Ausnahmen. Man muss sagen, Cartier hat gerade in den gelb-goldenen Santos-Modellen sich schon sehr stark ausprobiert und gerade in der Haute Joaillerie-Kollektion ebenso. Aber bei diesen normalen Uhren, nenne ich sie jetzt mal, hat sich Piaget weiter aus dem Fenster gelehnt und mehr getraut. Und das ist das, was ich so spannend finde. Das ist das, was ich bei Piaget so attraktiv finde. Und Piaget ist auch, man kann es nicht mit Cartier vergleichen, aber es ist eine sinnvolle sozusagen Evolution innerhalb des Sammelns dieser Bubble. Denn klar, man hat mittlerweile einfach viele Cartiers gesehen, man hat viele Cartiers gehabt und man ist ja immer so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Kick. Und den bringt gerade Piaget. Gleichzeitig muss ich sagen, und das ist mir ein wirklich wichtiger Punkt und auch ein Kritikpunkt, ein guter Freund von mir, der Andrea Casalegno, I Am Casa, hat mal in Genf was ganz Spannendes gesagt. Und zwar, es gibt Hype und es gibt Hysterie. Und Hype kann einer Marke was Gutes tun. Hype kann eine Marke weiterbringen. Und so betrachte ich es bei Cartier. Cartier war und ist im Hype. Innerhalb von 2 oder 3 Jahren, das ist ja erstmal eine kurze Zeit, sind die Preise gestiegen, die Uhren wurden beliebter, die Leute sind als Sammler auf den Trichter gekommen, hey, man kann Cartier sammeln. Und ich meine, auch ich bin ja Symptom des Ganzen und ich bin da ganz stolz darauf, Symptom des Ganzen sein zu können. Aber es wurde nie hysterisch. Mit einigen wenigen Ausnahmen, die ich auch immer als solche gecallt habe, bin ich der Meinung, dass Cartier einen doch stetigen und auch homogenen Verlauf hatte. Ich meine, wenn ich mal ein ganz klassisches Beispiel bringe, meine erste Cartier Santos habe ich gekauft, Frühjahr 21, das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Das war eine Cartier Santos Sky B, Referenz 987901 im Fullset und die war damals wert etwa 2000 €. Heute kostet genau diese vergleichbare Uhr etwa 4000 €. Das ist eine Verdopplung innerhalb von 3 Jahren, keine Frage. Ich finde aber, wenn man sich das gesamte Marktgeschehen innerhalb der letzten 3 Jahre anguckt, die Ups and Downs des modernen Uhrenmarktes, die Hypes mit Nautilus und Royal Oak, die Hypes rund um verschiedenste auch Vintage-Marken, dann ist das doch ein stetiger Verlauf gewesen. Jedes Jahr ist die Uhr irgendwie 500 bis 1000 € mehr wert gewesen, so in diesem Kontext. Das ist auch langsam aber sicher geschehen. Die Sammlerschaft ist doch recht langsam aber sicher gewachsen. Natürlich kann das noch homogener und langsamer passieren, aber irgendwann ist auch der Punkt, wo es auch langsames Wachstum zu langsam, das will man ja auch nicht. Und deswegen fand ich bei Cartier immer schön zu sehen, wie das homogen gewachsen ist. Ich muss sagen, bei Piaget fühlt sich das anders an. Bitte versteht mich nicht falsch, ich finde die Uhren toll, ich bin ein Fan davon und ich freue mich, dass sie endlich übrigens auch monetär die Beachtung bekommen, die sie verdienen. Das muss man einfach mal so sagen. Die Uhren waren eine lange Zeit hoffnungslos unter Wert. Und ich ärgere mich, dass ich nicht damals schon meine ersten Piagets gekauft habe. Habe ich 1, 2 Mal gemacht, aber zu selten auf jeden Fall. Es fühlt sich für mich aber gerade so an, als sei das Hysterie. Es fühlt sich so an, als würde einfach nur die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Und das finde ich immer schade, weil es langfristig einer Marke nur negative Konsequenzen bringt. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sich Piaget langsamer, homogener entwickelt hätte, wenn über einen längeren Zeitraum die Sammlerschaft gewachsen wäre und nicht innerhalb von wenigen Monaten so ein Hype entstanden ist. Mal als Vergleich. Ich habe auch in diesem Drop am 17. Februar habe ich ja eine gelb-goldene Piaget Protokoll-Referenz 9154 dabei. So, tolle Uhr, Fullset, richtig guter Zustand. Und diese Uhr wird angepreist mit etwa 4, 4,5. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher. So.
Genau diese Uhr, ja, ohne die Papiere, aber da gilt bei Piaget das gleiche wie bei Cartier, das macht jetzt auch nicht den allergrößten Unterschied. Genau diese Uhr in ähnlichem Zustand habe ich im, ich glaube, August-Drop gehabt. Das ist kein halbes Jahr her. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, diese Uhr für 2.000 € an den Mann zu bringen. Das bedeutet, wir haben de facto eine Verdopplung innerhalb von nicht mal einem halben Jahr in den Preisen. Und da muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach ein valider Kritikpunkt, man kann das auch anders sehen, denn es sind jetzt die Preise, wie sie verdient sind und wie sie realistisch sind, aber ich finde, das ging zu schnell und ich sehe da eine Gefahr für die Marke, ich sehe da ein Risiko für die Marke, dass es eben dieser Stern ist, der einmal hell aufleuchtet, jetzt 24 Mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr irgendwie mal richtig Wellen schlägt und dann sagen alle, oh ja, jetzt haben wir irgendwie alle Piagets gesehen, jetzt ist es irgendwie langweilig geworden. Und das fände ich schade, weil ich finde Piaget, Vintage Piaget aus der eben benannten Ära, sollte hier sein, um zu bleiben, here to stay. Die sollten auch noch in 10 Jahren relevant sein und auch in 20 Jahren sollten die Leute noch sagen, geil, ich will eine Vintage Piaget. Und das wird oftmals aber durch so Hysterie wirklich negativ beeinflusst und das möchte ich vermeiden. Jetzt muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, wahrscheinlich bin ich da natürlich auch ein Symptom, denn kaum steigen die Preise, habe ich eine nicht geringe Auswahl an Piagets im Shop. Ich muss auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Ich mache das aus dem ganz einfachen Grund, dass man die Uhren jetzt verkauft bekommt. Meine Gefühle klingt immer so drastisch und romantisiert, aber ich war schon immer der Meinung, dass Piaget in der Zeit tolle Uhren gebaut hat, besondere Uhren gebaut hat, aber aus rein marktwirtschaftlicher Perspektive, ihr werdet es verstehen, hat sich eine lange Zeit nicht gelohnt. Jetzt lohnt sich und ich, so wie ganz, ganz viele andere Händler natürlich, springen auch auf den Wagon und da gibt es OGs in der Branche, also ich möchte an der Stelle Harris von Mendel Watches zum Beispiel erwähnen, der schon seit Jahren Piaget handelt und das sind die OGs, das sind die Leute, denen übrigens an der Stelle auch der Respekt gezollt werden muss, dass Piaget jetzt das ist, was es ist und dass das Know-how auf dem Markt ist und so weiter. Aber das sind Leute, die das schon länger gemacht haben und dann kommen ganz, ganz viele Leute rein, wie ich und so, die die Uhren anbieten, wie ganz viele andere Händler natürlich auch, die die Uhren anbieten, die Marktpreise erzielen wollen und die natürlich ganz schnell auch die vernünftigen Uhren finden. Das muss man ja dazu sagen. Das haben wir bei Cartier zum Beispiel auch erlebt, das haben wir bei ganz, ganz vielen Vintage-Uhren erlebt. Solange die Preise von Uhren gering sind, lohnt es sich ja gar nicht erst, die zu verkaufen. Solange darüber keine Artikel geschrieben, du keine davon auf Instagram siehst oder wie auch immer, sondern lohnt es sich ja gar nicht, die zu verkaufen als Privatverkäufer. Und dann sieht man als Privatverkäufer, wow, meine Piaget Tiger Eye hier vorne, für die ich vor 2 Jahren, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr vielleicht 2.000, 2.500 € bekommen hätte, die kostet jetzt auf einmal 5.500, 6.000 €. Dann lohnt es sich, die zu verkaufen. Und so wird dann der Markt geschwemmt mit Modellen. Prinzipiell was Gutes, weil natürlich die Produktionszahlen von Piaget auch deutlich geringer waren als die von Cartier. Das bedeutet, es kann niemals so eine Schwemme auftreten, wie bei Cartier auftreten könnte, wobei das auch da innerhalb der richtigen Modelle nicht passiert. Aber man kann ja schon das Kind beim Namen nennen. Also es gab schon eine Zeit, wo sehr schnell sehr viele, zum Beispiel 29, 61 Carrés auf den Markt geworfen wurden. So, das kann allein schon aufgrund der Produktionszahlen bei Piaget nicht passieren. Aber ich möchte nur mal ansprechen, dass ich da ein Risiko sehe. Und ich wünsche mir auch von den einschlägigen Piaget-Sammlern, von den einschlägigen Piaget-Händlern, von den Liebhabern, dass es eben dass die, und ich werde mich da genauso anschließen, dass die dafür sorgen, dass es eben nicht die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sondern dass es eine valide Vintage-Marke bleibt, die jetzt die Anerkennung findet, die sie verdient und auch sozusagen auf der Position auf dem Treppchen bleibt und dann nicht wieder absteigt, weil jetzt als nächstes irgendwas Neues kommt. Und das wäre mir wirklich wichtig, einfach ob der Relevanz der Marke, ob der Ästhetik der Uhren und das ist mein Appell innerhalb dieses Videos. Ein weiteres Indiz für all das, ich hatte es eben schon mal angesprochen, ist natürlich, das muss man so ehrlich sagen, dass natürlich wegen des Jubiläums, das Piaget dieses Jahr feiert, nicht nur, ich vermute, es wird nicht nur die Polo sein, einige Uhren neu aufgelegt werden. Wir haben Anfang Februar erlebt, dass eben die Piaget Polo als Polo 79 neu aufgelegt wurde. Ich halte ehrlich gesagt wenig von der Uhr, muss ich so ehrlich zugeben. Ich finde, die Uhr ist zu groß. Ich meine, die 34er Polo trägt sich ja schon riesig. Hier haben wir eine 30er, die trägt sich bei mir vernünftig und ich bin ja jetzt kein schmaler Kerl so. Ich finde, die Uhr ist zu groß. Es gibt einige Probleme mit der Uhr. Ich finde, das ist mit der Krone unschön gelöst. Das scheint ja so, als sei die tatsächlich nicht zentral. Ich hatte die Uhr aber auch noch nie in der Hand. Open Caseback gehe ich sogar noch mit. Ich finde das mit der Faltschließe total schade, weil die Uhr hat hier diese schöne Schmuckschließe quasi, wo das also keine
Faltschließe, wo du es nicht zuklappst, sondern wo du quasi die Uhr aufmachst, ums Handgelenk legst und es dann einhängst. So total tolle Art, das zu lösen. Die Uhr liegt dann auch immer so schön da. Das ist einfach wunderschön. Und warum sie der Uhr jetzt eine Faltschließe, also eine doppelte Faltschließe geben mussten, wie man sie irgendwie in jeder Seiko hat, das verstehe ich nicht so ganz. Der Preis ist gut, da müssen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten. Ich meine, die Uhr kostet 73.000 US-Dollar oder sind es Euro, ich weiß es nicht. Also Preis, den ich wirklich für verrückt halte, musste aber auch als Marketing-Stunt wahrscheinlich genauso gemacht werden. Aber da haben wir ja schon gesehen, da wird jetzt das erste Modell neu aufgelegt, da wird jetzt direkt bei den Polos auch der Preis steigen, das hat man ja jetzt schon erlebt in den letzten Tagen, die sind alle vom Markt verschwunden auf einmal, die sind alle teurer geworden. Meine ist hier natürlich auch ein Symptom des Ganzen, also ich bin mir dessen ja auch bewusst und ja, ich vermute leider, dass es mit der Polo nicht getan sein wird. Also ich vermute, dass wir noch einige weitere Reissues innerhalb des Piaget Neuuhrenbereiches sehen werden, alle streng limitiert, alle butchern so ein bisschen das horologische Erbe, weil sie es halt doch irgendwie falsch machen, also keine guten Re-Releases in dem Sinne sind. Bin ich froh darüber, dass es ein Re-Release gab. Erstmal ja, weil es ja schon das Erbe würdigt, aber wenn es halt schlecht gemacht wird, dann kann auch der gegenteilige Effekt eintreten. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ohne das jetzt hier den Teufel an die Wand malen zu wollen, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass eine neue Protokoll rauskommt. Ich meine, das ist ja schon eine Uhr, die als das, was sie ist, den Zeitgeist aktuell wieder treffen könnte. Und wenn eine neue Protokoll größer, Automatik und irgendwie mit Stone Dials kommt, dann könnte das ja schon was sein, was objektiv erstmal von Seiten von Piaget als ein sinnvolles Reissue dienen könnte. In der Annahme, dass sie es komplett kaputt machen, ja, halte ich da natürlich wenig von, aber ich könnte es mir vorstellen. Und das wird natürlich dazu beitragen, dass dieses ganze Thema noch mehr Fahrt aufnimmt. Und da versuche ich bewusst auch immer so ein bisschen zu bremsen und zu sagen, hey, Piaget sind wahnsinnig tolle Uhren. Jeder sollte sich eine anschauen. Ob es dann das Richtige für ihn ist, kann jeder nur individuell entscheiden. Aber man sollte sich das anschauen, man sollte den Uhren Chancen geben. Aber man darf jetzt auch das alles nicht zu künstlich beschleunigen. Weil, wie gesagt, das tut einer Marke nachhaltig oft nicht gut. Darüber hinaus bleibt mir jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so mega viel zu erwähnen. Ich glaube, ich habe meine Meinung nachvollziehbar geschildert. Man kann das auch anders sehen, das ist wichtig zu erwähnen. Also nur weil ich das jetzt hier so sehe, ist das nicht richtig. Das ist tatsächlich eine reine Meinung. Es ist meine Perspektive auf das ganze Thema und man kann ganz vieles davon anders sehen, bis hin zu sogar alles. Ich bin ein Riesenfan der Uhren, ich finde es sind tolle Uhren, ich finde, jeder sollte sich eine anschauen, wie gesagt. Es gibt kaum eine Piaget, die nicht auch in irgendeiner Sammlung Sinn machen würde. Also ich bin mir sicher, dass in jeder eurer Sammlung auch es eine Piaget gäbe, die da reinpassen würde. Man sollte es aber nicht erzwingen und man muss auch nicht immer nur, weil jetzt jeder eine Piaget hat, auch eine Piaget haben. Das geht gerade als Sammler mehr noch als Händler. Wenn ihr eine findet, die euch gefällt, dann kauft die Uhr, die ihr mögt. Das ist immer die goldene Regel. Buy what you like. Und wenn es eine Piaget ist, die ihr gefällt, dann freue ich mich darüber. Wenn ihr sie von mir kauft, freue ich mich noch viel mehr. Aber kauft keine Piaget, weil ihr jetzt denkt, hey, wir müssen jetzt eine Piaget haben. Das sollte es nicht sein. Und das ist und bleibt der Appell des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht teilt ihr meine Meinung, vielleicht nicht. Da würde ich mich wirklich mal drüber freuen, wenn in den Kommentaren angeregt drüber diskutiert werden würde, weil ich weiß, dass auch viele der Leute, die meinen Kanal schauen, teilweise wirklich tief im Piaget-Thema sind, tiefer als ich im Piaget-Thema sind, wichtig zu erwähnen. Ich fange mit dem ganzen Thema auch gerade erst an. Ich habe meine Expertise, aber ich bin noch lange kein Experte. Und mich würde wirklich mal eure Meinung zu dem ganzen Thema interessieren. Piaget versus Cartier, generell, wie geht es mit Piaget weiter? Wo kommt das ganze Piaget-Thema jetzt her? Ich glaube, da gibt es viele spannende Meinungen, die genau hier in der Kommentarspalte richtig aufgehoben wären. Entsprechend gerne einen Kommentar da lassen. Natürlich liken und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr dran denkt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!